War Kleopatra wirklich die verführerische Schönheit, die die mächtigsten Männer der Antike in ihren Bann zog? Oder war sie eine skrupellose Herrscherin, die bereit war, für Macht über Leichen zu gehen? Eine Frau, die sogar ihre eigene Familie opferte, um Ägypten zu beherrschen. Bleib dran und erfahre, wie Kleopatra nicht nur das Schicksal eines ganzen Reiches, sondern auch das der Römischen Republik für immer veränderte und welche dunklen Geheimnisse ihre Geschichte umgeben. Kleopatra ist bis heute eine der berühmtesten Figuren der Geschichte. Sie wird gefeiert für ihre Schönheit und Intelligenz, aber auch kritisiert für ihre Allianzen mit mächtigen Römern. Doch wusstest du, dass ihre eigene Schwester Arsinoe unter mysteriösen Umständen starb? Oder dass die Suche nach Kleopatras Grab bis heute eine der größten archäologischen Rätsel ist? Die Geschichte beginnt in Alexandrien im Jahr 69 vor Christus. Das ägyptische Reich war zu dieser Zeit in einer tiefen Krise. Bereits als junge Frau verstand Kleopatra, dass Macht nicht nur Stärke, sondern auch Strategie erfordert. Aber ihr Weg zur Herrschaft war gefährlich. Ihre Feinde kamen nicht nur aus Rom, sondern auch aus ihrer eigenen Familie. Ihre Allianzen mit Julius Caesar und später Mark Antonius schufen nicht nur eine Legende, sondern stellten auch Ägyptens Überleben auf eine schmale Gratwanderung. Doch die wahre Kleopatra war mehr als nur eine Verführerin. Sie war eine politische Meisterin, die sich gegen alle Widrigkeiten durchsetzte. Und dann bleibt die größte Frage: Wo ist Kleopatra heute? Viele glauben, dass sie in Alexandria beigesetzt wurde. Doch einige Forscher, wie die Archäologin Kathleen Martinez, haben Hinweise auf ein verborgenes Grab in Taposiris Magna entdeckt. Begleite uns auf die Reise in die Welt der Königin des Nils. Wer war sie wirklich? Eine Heldin oder eine kaltblütige Strategin? Im Jahr 51 vor Christus bestieg die 18-jährige Kleopatra den Thron eines Reiches, das einst eine Weltmacht war, aber nun in der Krise steckte. Das ägyptische Pharaonenreich hatte seine goldene Ära hinter sich, während die Römische Republik ihren Einfluss bis an die Ufer des Nils ausdehnte. Die Frage, ob Ägypten mit Rom zusammenarbeiten oder Widerstand leisten sollte, spaltete das Land und auch Kleopatras eigene Familie. Ihr jüngerer Bruder Ptolemaios XIII., gerade 10 Jahre alt, wurde gemäß Tradition ihr Mitregent. Doch diese gemeinsame Herrschaft war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ihre ehrgeizige Schwester Arsinoe nutzte die Spannungen, um ihre eigene Macht zu sichern. Und so entwickelte sich ein erbitterter Machtkampf innerhalb der Ptolemäer-Familie. Der Historiker Plutarch beschreibt die politische Atmosphäre jener Zeit als eine Ära von Intrigen und Verrat, in der selbst die Familie zur größten Gefahr wurde. Kleopatra wusste, dass sie auf niemanden zählen konnte, außer auf ihren eigenen Verstand und Willen. Während ihre Feinde versuchten, sie aus Alexandria zu vertreiben, begann sie, sich auf ihre einzigartige politische und kulturelle Bildung zu stützen. Sie sprach mehrere Sprachen, darunter Altägyptisch, und verstand es, die Unterstützung des Volkes zu gewinnen. Doch um wirklich die Kontrolle zu übernehmen, musste sie nicht nur Rom überzeugen, sondern auch ihre eigene Familie überwinden. Kleopatras Begegnung mit Julius Caesar war kein Zufall. Sie war der Höhepunkt eines mutigen Plans. Im Jahr 48 vor Christus wurde Kleopatra von ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios XIII. Aus Alexandria vertrieben. Während er mit Caesar über den Thron stritt, schmiedete sie eine riskante Strategie, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Die berühmte Teppichszene, von der Historiker wie Plutarch berichten, zeigt ihre Genialität. Kleopatra ließ sich in einen Teppich einwickeln und in Caesars Gemächer schmuggeln. Diese dramatische Geste sollte nicht nur Eindruck machen, sondern den römischen General auf ihre Seite ziehen. Ihre Intelligenz und ihr Charme beeindruckten Caesar so sehr, dass er sich entschloss, ihr zu helfen. Mit seiner Unterstützung besiegte Kleopatra ihren Bruder in einer entscheidenden Schlacht. Ptolemaios XIII. Ertrank, als er versuchte, über den Nil zu fliehen. Doch die Feinde der Königin waren noch nicht besiegt. Ihre Schwester Arsinoe erklärte sich zur Königin und führte die ägyptischen Rebellen an. Das war keine Liebe, das war eine Allianz, schreiben antike Chronisten. Caesar sah in Kleopatra einen mächtigen Verbündeten, während sie ihn als Werkzeug nutzte, um ihre Herrschaft zu sichern. Diese Partnerschaft veränderte nicht nur das Schicksal Ägyptens, sondern auch das römische Reich. Doch wie lange konnte Kleopatra diese prekäre Machtposition halten, bevor sie erneut herausgefordert wurde? Arsinoe war nicht nur Kleopatras Schwester, sie war ihre größte Rivalin. Nach der Schlacht um Alexandria im Jahr 47 vor Christus, bei der Arsinoe die Rebellen anführte, floh sie nach Ephesus. Dort wurde sie von ihren Anhängern zur Königin erklärt. Ein Symbol des Widerstands gegen Rom und Kleopatra. Für Kleopatra war Arsinoe jedoch eine tödliche Bedrohung. Ihre bloße Existenz gefährdete Kleopatras Anspruch auf den ägyptischen Thron.
Als Mark Antonius im Jahr 44 vor Christus die Kontrolle über die östlichen römischen Provinzen übernahm, bat Kleopatra ihn, ein für alle Mal einzugreifen. Der römische Historiker Cassius Dio schreibt, dass Arsinoe aus dem heiligen Tempel von Artemis gezerrt und hingerichtet wurde. Ein schockierender Bruch mit den Traditionen der Antike. Es war nicht nur ein Mord, betonen moderne Historiker. Es war eine politische Botschaft. Niemand konnte Kleopatras Macht in Frage stellen. Dieser brutale Akt wäre vielleicht in Vergessenheit geraten, hätte die Archäologie nicht Spuren gefunden. Im Jahr 2010 untersuchten Forscher um Dr. Fabian Kantz ein Skelett in Ephesos, das einer jungen Frau zwischen 15 und 17 Jahren zugeschrieben wird. Diese Entdeckung, veröffentlicht im Journal of Archaeological Science, stärkt die These, dass es sich um Arsinoe handelt. Die forensische Rekonstruktion ihres Gesichts zeigt eine zierliche, kindliche Schönheit. Ein tragisches Ende für eine junge Frau, die den Mut hatte, sich gegen Kleopatra aufzulehnen. Doch Kleopatra war bereit, jedes Hindernis auf ihrem Weg zur absoluten Macht zu beseitigen. Die Frage nach Kleopatras Grab ist eines der größten Rätsel der Archäologie. Viele vermuten, dass sie zusammen mit Mark Antonius in einem prächtigen Mausoleum in Alexandria beigesetzt wurde. Doch die Archäologin Kathleen Martinez verfolgt eine andere Theorie. Kleopatras letzte Ruhestätte könnte sich unter dem Tempel von Taposiris Magna befinden, einer antiken Stätte etwa 50 Kilometer westlich von Alexandria. Seit dem Jahr 2002 leitet Martinez dort Ausgrabungen und hat beeindruckende Funde gemacht. Darunter befinden sich goldene Münzen mit Kleopatras Bild, Überreste von Mumien und ein über einen Kilometer langer Tunnel, der tief unter die Erde führt. Martinez ist überzeugt, dieser Tunnel könnte der Schlüssel sein, um eines der größten Mysterien der Geschichte zu lösen. Moderne Technologien wie seismische Untersuchungen und 3D-Scans unterstützen die Suche. Forscher entdeckten Hinweise auf verborgene Kammern unter dem Tempel, doch Schutt und Einstürze erschweren den Zugang. Es bleibt die Hoffnung, dass diese Kammern die Antworten liefern könnten, die die Welt seit 2000 Jahren sucht. Nicht alle Experten teilen Martinez' Überzeugung. Kritiker argumentieren, dass es unüblich gewesen wäre, eine ägyptische Herrscherin in einem Tempel zu begraben. Andere vermuten, dass Kleopatras Grab längst zerstört wurde. Trotz der Zweifel bleibt die Suche spannend. Was, wenn das Grab tatsächlich in Taposiris Magna liegt? Es wäre nicht nur eine archäologische Sensation, sondern könnte uns neue Erkenntnisse über die letzte Herrscherin Ägyptens liefern. Die Beziehung zwischen Kleopatra und Mark Antonius war mehr als nur eine Liebesgeschichte. Sie war ein Bündnis, das Ägyptens Schicksal prägte. Als Antonius im Jahr 41 vor Christus nach Ägypten kam, verliebte er sich in die Königin. Gemeinsam träumten sie von einem Imperium, das Rom übertreffen könnte. Doch ihre Ambitionen riefen Octavian, den Neffen von Julius Caesar, auf den Plan. Octavian erklärte ihnen den Krieg und im Jahr 31 vor Christus trafen die beiden Mächte in der entscheidenden Seeschlacht von Actium aufeinander. Antonius und Kleopatra unterlagen Octavians überlegener Flotte und flohen nach Alexandria, wo sie sich in ihrer Verzweiflung auf den letzten Widerstand vorbereiteten. Als Octavians Truppen schließlich Alexandria erreichten, beging Antonius Selbstmord. Der Historiker Plutarch berichtet, dass er sich in dem Glauben, Kleopatra sei bereits tot, auf sein Schwert stürzte. Schwer verletzt wurde er zu ihr gebracht, wo die beiden ihre letzten Momente teilten. Kurz darauf, im August des Jahres 30 vor Christus, nahm Kleopatra ihr eigenes Leben. Der Legende nach ließ sie sich von einer giftigen Kobra beißen, um einer Demütigung durch Octavian zu entgehen. Ein Ende, so dramatisch wie ihr Leben, schreiben Chronisten jener Zeit. Mit Kleopatras Tod endete die Ära der Pharaonen. Doch ihre Geschichte lebt weiter, als Mythos einer Frau, die bereit war, alles zu opfern, um ihre Macht zu sichern und das Vermächtnis Ägyptens zu schützen. Kleopatra war nicht nur die letzte Pharaonin Ägyptens, sie wurde zur Legende. Ihr Tod im Jahr 30 vor Christus markierte das Ende des Pharaonenreichs, während Ägypten zur Provinz des Römischen Reiches wurde. Doch die wahre Kleopatra ist bis heute schwer zu fassen, denn ihr Ruf wurde von ihren Feinden geprägt. Octavian, der spätere Kaiser Augustus, startete nach ihrem Tod eine gezielte Propagandakampagne. In römischen Schriften wurde sie als verführerische Intrigantin dargestellt, die mächtige Männer wie Julius Caesar und Mark Antonius nur manipulierte. Ihre politische Klugheit, ihr kulturelles Wissen und ihre Führungsstärke blieben weitgehend unerwähnt. Dabei war sie eine gebildete Herrscherin, die mehrere Sprachen beherrschte und das ägyptische Volk hinter sich vereinte. Moderne Forschungen werfen ein neues Licht auf Kleopatras Identität. Forensische Analysen des Skeletts ihrer Schwester Arsinoe, die im Jahr 2010 von Dr. Fabian Kantz untersucht wurden, deuten
deuten darauf hin, dass Kleopatra möglicherweise gemischter Herkunft war, mit afrikanischen und griechischen Vorfahren. Diese Erkenntnis stellt die traditionelle Darstellung einer rein europäischen Herrscherin in Frage. Die Suche nach Kleopatras Grab, ob in Alexandria oder in Taposiris Magna, bleibt eines der großen Rätsel der Archäologie. Doch Kleopatras Vermächtnis lebt weiter. Sie ist das Symbol einer Frau, die in einer von Männern dominierten Welt ihren Platz behauptete. Klug, strategisch und bis heute eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der Geschichte. Kleopatra war eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. Klug, strategisch und bereit, für ihr Volk und ihre Macht alles zu riskieren. Ihre Geschichte ist ein Spiegel der antiken Welt, geprägt von Intrigen, Verrat und Machtspielen. Doch sie war auch eine der letzten, die das alte Ägypten gegen die übermächtige Expansion Roms verteidigten. Ihr Leben bleibt faszinierend, weil es so viele Fragen aufwirft. War sie wirklich die kaltblütige Herrscherin, die ihre Gegner ohne Gnade ausschaltete? Oder war sie eine visionäre Politikerin, die in einer von Männern dominierten Welt ihren Platz behauptete? Ihr kulturelles Erbe ist unbestreitbar. Als letzte Pharaonin steht sie für das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Weltordnung. Doch auch die moderne Wissenschaft zeigt, dass Kleopatra mehr war als nur eine verführerische Königin. Sie war eine gebildete, strategische Herrscherin, die ihr Volk einen konnte und ihre Feinde mit Intelligenz bezwang. Vielleicht wird eines Tages ihr Grab entdeckt und wir werden mehr über ihre letzte Ruhe erfahren. Bis dahin bleibt sie ein Rätsel und eine Legende, die uns bis heute fasziniert. Jetzt bist du gefragt, was denkst du über Kleopatra? War sie eine visionäre Herrscherin oder eine Meisterin der Manipulation? Teile deine Meinung in den Kommentaren und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.